Mein Lieblingsindikator für 2024 ist sehr profitabel und einfach zu verwenden. Los geht's! Hallo zusammen, dieses Video ist dem RSI-Indikator gewidmet, aber heute werden wir diesen Indikator ganz anders verwenden. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was dieses Indikator ist und habt schon Dutzende von Videos gesehen, aber in diesem Video zeige ich Ihnen, wie ich diesen Indikator auf eine wirklich außergewöhnliche Weise verwenden. Dieser Indikator kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, da es sich um einen Oszillator RSI handelt, kann er auch zum Auffinden von Divergenzen in der Grafik verwendet werden. Divergenz zwischen dem Oszillator selbst und der Grafik. In diesem Video werde ich erklären, was ich meine. Trotz der vielen Videos, die ich dem Handeln und der Analyse mit Strategien gewidmet habe, dachte ich, es wäre schön, noch mehr Informationen über diese Strategie aufzunehmen. Denn sie ist eindeutig nichts für Anfänger und er erfordert ein gewisses Maß an Verständnis und Erfahrung mit dem Geldverdienen mit binären Optionen. Wenn Sie also ein Anfänger sind, würde ich Ihnen empfehlen, sich nur einzuarbeiten. Die Anwendung in der Praxis ist nur diejenigen zu empfehlen, die bereits eine gewisse Kompetenz im Handel mit binären Optionen haben. Es bleiben also noch 3 Sekunden, bis die letzten 2 Geschäfte abgeschlossen sind. 2 der 3 Geschäfte wurden mit Gewinn abgeschlossen. Eines hat verloren. Wir haben diese Gewinn gemacht. Lassen mich erklären, worum es bei dieser Strategie geht. Im unteren Teil des Bildschirms der Standard-RSI-Indikator mit einer Periode von 14 standardmäßig. Unsere Aufgabe ist es, 2 Schaltpunkte oder 2 aufeinander folgende Minima in der Grafik zu finden. Dieser Trend ist steigend, also suchen wir nach 2 Schaltpunkte. Wir ziehen eine Linie durch die beiden Punkte oder nehmen einfach an, dass es eine steigende Bewegung auf dem Markt gibt. Wenn wir hier durch den RSI betrachten, sehen wir, dass eine Linie durch dieselben beiden Scheitelpunkte einen Abwärtstrend anzeigt. Dies bezeichnen wir als Divergenz. Die Grafik steigt, aber der Oszillator sinkt. Früher oder später wird der Grafik immer hinter dem Oszillator zurückbleiben. Obwohl wir also jetzt ein Risiko eingehen, indem wir gegen den Trend handeln, erwischen wir eine Korrektur, die uns einen Gewinn ermöglicht. Dies ist natürlich kein perfektes Beispiel. Ich werde nach weiteren Geschäften für Sie suchen, damit Sie es noch besser verstehen können. Wir können mit dieser Strategie auch auf steigende Kurse setzen. Dazu suchen wir nach 2 Mindestwerten, 2 unteren Spitzenwerten. Hier ist der erste und hier ist der zweite. Wir sehen, dass die Grafik fehlt, aber der Oszillator bleibt entweder stehen oder zeigt. Zum Beispiel können wir im Grunde bewegt sich der Oszillator so. Wieso? Wir verstehen also, dass der Indikator die letzte Spitze des Minimalwertes nicht aktualisiert hat. In dem speziellen Moment kommt es also zu einer Divergenz zwischen der Grafik und dem Indikator. In diesem Fall, wenn die zweite Runterspitze erscheint, klicken wir auf Kaufen, weil die Grafik mit dem Oszillator folgt. Das ist das offensichtliche Beispiel. 2 Arten von Geschäften für heute, für steigende und für fallende Kurse. Lassen Sie uns handeln und versuchen, ein paar $1000 zu verdienen heute. Also, wir bereiten uns darauf vor, ein Geschäft für eine Senkung zu eröffnen. Ich denke, wir können bereits versuchen, mit dem ersten Geschäft einzusteigen. Wenn es verliert, setzen wir den restlichen Betrag, natürlich nicht im gesamten verbleibenden Einzahlungsbetrag. Wir erhöhen einfach den Betrag des Geschäfts und versuchen, den Verlust auszugleichen. Was sehen wir also hier? In der Grafik ist eine steigende Tendenz zu erkennen, aber es gibt keine steigende Tendenz auf einem Indikator währenddessen. Wenn wir eine Linie durch die Scheitelpunkte der Grafik und des Indikators ziehen, werden wir feststellen, dass eine Divergenz entsteht. Und wie ich bereits gesagt habe, folgt der Markt dem Oszillator. Da die Tendenz des Oszillators nach unten geht, beginnen wir in dieser Situation nach dem Sieg der Kerze gebildet hat, wenn eine bestimmte Spitze erscheint mit dem Handel nach unten. Hier ist eine rote Kerze. Im Grunde genommen hat die Grafik hier einen Scheitelpunkt gebildet. Hier ist die erste Spitze, hier ist die zweite und hier ist die dritte. Nachdem dieses Scheitelpunkt auflaucht, eröffnen wir ein Geschäft zum Absenken, das übrigens sehr gut abschließt.
Und im Moment befinden wir uns immer noch auf dem Niveau, auf dem Geschäft abgeschlossen wurde. Es gibt kein sicheres Abarbeiten, also eröffne ich ein weiteres Geschäft zum Absinken. Heute handeln wir mit einem M1-Zeitrahmen, sodass die gesamte Analyse auch mit einem einmonatigen Zeitrahmen durchgeführt wird. Ich denke, wir werden noch ein paar gewinnbringende Geschäfte abschließen und den erzielten Nettogewinn abheben. Also Leute, 5 Sekunden sind längst, bis diese schöne fallende Kerze formen. Das bringt uns $460 der Nettogewinn. Insgesamt kann ich sagen, das Signal hat funktioniert. Hier ist schon diese Spitze hier und der Oszillator bleibt im Grunde an der gleichen Stelle, während die Grafik bereits zu fallen beginnt. Schauen wir also nach den nächsten Handelssituationen. So, Freunde, hier ist eine Chance, ein weiteres Geschäft zum Absenken zu machen. Diese Situation ist natürlich nicht so offensichtlich. Ich würde gerne noch ein anschauliches Beispiel für ein Geschäft mit steigender Tendenz finden. In der Praxis aber sind jedoch etwa 80% der Geschäfte mit dieser Strategie nach unten gerichtet. Warum auch immer. Die Divergenz tritt einfach häufiger bei Scheitelpunkten und nicht bei minimalen Werten auf. Lassen Sie uns auch diese Situation analysieren. Wir betrachten vor allem die Kerzenkörper, nicht die Schatten. Wir können also sagen, dass die Grafik fehlt, wenn wir die Linie vom Schatten nicht von diesem Punkt, sondern vom Körper einer japanischen Kerze ausziehen. In der Zwischenzeit hat die Oszillator das aufeinanderfolgende Minimum noch nicht aktualisiert. Eine solch winzige Divergenz wird auch, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob dies als ein vollständiges Signal betrachtet werden kann, aber in der Tat haben wir alles richtig gemacht. Dieses Niveau ist aktualisiert worden, das Kursminimum wurde vielleicht nicht aktualisiert, aber wenn wir zu einer linearen Grafik wechseln, was der einfachste Weg ist, werden wir sehen, dass sich eine Abwärtsbewegung entsprechend dem Kerzenkörper bildet. Aber wie ich schon gesagt habe, auf dem Oszillator sehen wir eine klare steigende Bewegung. Zum Beispiel in diesem Moment fixiert der Wert höher als dieses vorherige Minimum. Es ist also auch keine Divergenz, kleine Divergenz, ein Signal zum Kauf, zum Anstieg. Und wir haben einen schönen Gewinn daraus gezogen. Super. So Leute, endlich habe ich ein schönes Beispiel für eine Aufwärtsdivergenz gefunden. Was sehen wir hier? Auf der Grafik ist eine deutliche Abwärtsbewegung zu sehen, da das letzte Kursminimum aktualisiert wurde. Gleichzeitig befindet sich der RSI-Oszillator in einem Aufwärtstrend. Dies deutet auf eine Divergenz zwischen der Grafik und dem Oszillator hin. Wir können also versuchen, hier auf steigende Kurse zu setzen. Wenn das erste Geschäft verliert, werden wir es kompensieren. Ich werde jetzt noch ein paar weitere Geschäfte für steigende Kurse eröffnen, sodass die Chancen auf einen Gewinn in dieser Situation höher sind. Aber auch alle 3 Geschäfte können einen Gewinn erzielen. Lasst uns einfach beobachten und warten für das Ergebnis. Also, ich hoffe, alles ist klar bis jetzt. Also meine lieben Freunde, bis jetzt bin ich von dieser Strategie in Aktion fasziniert. Wir haben eine Menge profitable Geschäfte in diesem Handelsvideo gemacht. Ein paar Sekunden bis zum Abschluss des letzten Deal. Ja, diese Situation ist ziemlich unsicher geworden, aber das Wichtigste ist, dass wir eine Reaktion nach oben erwischt haben. Ich bin sicher, der Markt wird weiter steigen. Ihr braucht nur mehr Zeit. Lassen Sie uns jetzt unser Geld abheben. Wir haben heute einen schönen Gewinn gemacht, mehr als $2000, auch wenn es nur 15-20 Minuten waren. Ich lasse $2500 auf meinem Konto sein, deshalb werde ich den Rest des Gewinns fixieren und ihn mitnehmen. Wir geben unsere Zahlungsdaten ein, den Geldbetrag und den Code aus der E-Mail oder der Telefon ab und wir klicken auf Abheben. Also wir sehen uns heute auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal zu einer kostenlosen Handelssitzung. Ich werde dort auf dich warten. Alle Links sind in der angehefteten Kommentar und in der Beschreibung. Viel Glück an alle. Tschüssi!